Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Heute zum nächsten Hallo. Interview mit sehr interessanten Interviewpartner. Also hier ist Uwe von Kurse von und mit Uwe. Ja, der Wolfgang Bucher von der Bucher GmbH, den hatte ich, also seine Produkte, seine Software hatte ich Ende 2009 kennengelernt und gegen 2012 ungefähr dann persönlich in einem Schulung oder Gespräch. Ja, die Bucher GmbH hatte jetzt 30-jähriges Bestehen. Und lieber Wolfgang, erzähl mal was über dich, was die Bucher GmbH so gemacht hat. Und ja, schauen wir mal, wo es hinführt. Mhm. Gerne. Erstmal vielen Dank für das Interview. Freue mich natürlich. Ähm, zu mir, ich bin Jahrgang 1960, habe die Ausbildung zum Wirtschaftsinformatiker durchlaufen und habe zufällig 1989 mal einen Freund getroffen, der hat mich dann gefragt, ob ich nicht ein Abrechnungsprogramm für ihn entwickeln kann für Heilpraktiker. Und ja, nebenbei liebe Grüße an Kurt Lebermann in Aalen, der damit auch schuld ist, dass es die Bucher GmbH gibt. Und ich habe damals dann nach seinen Vorgaben ein Abrechnungsprogramm geschrieben, damals noch für den Commodore 64. Und das Programm wurde dann nach und nach weiterentwickelt und 1990 dann unter dem Namen Medifast auch anderen Heilpraktikern angeboten. Der C64 wurde aber natürlich schnell zu klein und deshalb wurde auf einem Commodore PC 20 und dem Betriebssystem MS-DOS weiterentwickelt. Ich weiß gar nicht, ob du das noch kennst, Uwe. Kennst du noch den PC zu? Ah, da bist du wahrscheinlich zu jung dazu. Ja, ich kenne eher die aus dem Konkurrenzland, die Okay. Robotron hießen. Ah, okay, alles klar. Jedenfalls HC 87 und sowas, ja. in den Jahren drauf, hat dann Microsoft das Windows entwickelt. Es war also noch vor Windows sogar die erste Entwicklung. Und so haben wir das auch entsprechend immer modernisiert im Zuge von dieser Windows-Entwicklung und haben dann aber auch immer weitere Funktionen hinzugefügt. Ähm, Bis dahin entwickelte ich dieses System eigentlich in Eigenregie als Nebengewerbe. Ich war dann noch bei einem anderen Job und 1994 habe ich dann meinen Job als Industriefachwirt, wo ich damals in einer Firma war, gekündigt und habe mich dann selbstständig gemacht. Wir haben dann im Haus meiner Eltern noch ein paar Büroräume nebenan gebaut und im gleichen Jahr, also auch 1994, habe ich dann mit meiner Mutter zusammen die Bucher GmbH gegründet. Ja, meine Mutter, es gehörte zwar nicht so zum Thema, aber der Vollständigkeit war damals als Bauträger tätig und erstellte ein- und mehr Familienhäuser, während ich in der Bucher GmbH Software für Heilpraktiker entwickelt habe. Christine, meine Frau, wurde auch gleich bei der Bucher GmbH eingestellt und macht bis heute die Büroarbeiten für die Bucher GmbH. Ähm, Ich überspringe jetzt einfach mal ein paar unschöne Jahre, in denen ich mit einem großen Rechtsstreit beschäftigt war, der mit einem Vergleich geendet hat. Und ich möchte diese Jahre aber andererseits auch nicht missen, denn ich habe dabei sehr viel gelernt, insbesondere über Urheberrechte, über Anwälte und unser Rechtssystem allgemein. Ja, na gut, okay. Dann gab es ja logischerweise dein Medifast, wie du das, die Abrechnungssoftware, hattest du ja irgendwann, in welchem Jahr hattest du ja dann eine komplette Erweiterung. Diese Erweiterungen sind ja deine heutigen Hauptprodukte, wenn man es mal so sieht. Genau, Diese Erweiterung, kannst du richtig. dazu was sagen? Ja, wenn du erlaubst, würde ich aber vorher noch das mit meiner Mutter und so fertig reden, damit das abgeschlossen ist. Denn 10 Jahre danach äh, ist meine Mutter dann in Rente gegangen und hat die Bauträgertätigkeit eingestellt. Und ich habe es dann aber nicht mehr alleine geschafft, das gleichzeitig zu programmieren und Kunden zu betreuen. Das war einfach für so eine Ein-Mann-Show zu viel. Und deswegen habe ich dann 2004 unter anderem den Andreas, meinen Programmierer, eingestellt und der arbeitet bis heute noch bei mir. So, und 2005 war dann ungefähr die Zeit, wo ich durch die vielen Kontakte zu Heilpraktikern und Heilern
immer wieder mit dem Thema Radionik in Berührung kam. Und so kam das, dass ich mit Hilfe von einigen Radionikern, hauptsächlich waren es Heilpraktiker und Coaches, mit dem Projekt Bucher Vita Coach begann. Also jetzt diese Trennung zwischen Rechnungsschreibung und Radionik, die du gerade angesprochen hattest, passierte. Und dieses Projekt begleitet unsere Firma jetzt praktisch seit 2005. Mhm. Wir haben dann unser Produkt auf allen wichtigen Messen, die es so gibt, in Deutschland, Österreich, in der Schweiz vorgestellt. Die wichtigsten Messen waren in Karlsruhe, München und Baden-Baden. Und soweit ich weiß, habe ich in Baden-Baden dann auch den Matthias Hess kennengelernt, auch einen lieben Gruß an ihn, ähm, der dann bis zu seiner Rente auch bei uns Mitarbeiter war und sogar jetzt auch immer noch, soweit es geht, uns unterstützt. Und ich glaube, über ihn bin ich dann auch irgendwann mit dir in Kontakt gekommen. Das ist richtig. Er hat mir, wie gesagt, 2009 war es ungefähr schon, dann mal den Aura-Coach sozusagen gezeigt Mhm. gehabt damals. Das war ja Mhm. sozusagen schon eine Weiterentwicklung von dem, was du jetzt gerade beschreibst. Aber wie gesagt, wir gehen der Genau. Reihe nach. Wir schauen uns mal so grob das Ganze an, Mhm. springen ein bisschen und ich denke mal über einen weiteren Video, wir machen nur kürzere Videos, keine Ja. Stundenvideos, werden wir mal schauen, welches Thema wir wählen. Das werden wir in ein paar Minuten dann irgendwo sehen. Und Ja. ja, und dann irgendwann natürlich dich selber, weil aus meiner Sicht waren es ja zu dir, glaube ich, über 600 Kilometer zu fahren. Ja, genau. Weil du bist ja in der Nähe von Aalen mit den zwei A's. Richtig. Genau. Ja, und damals, wenn ich das noch fortsetzen kann, da war die Zeit, wo wir auch unsere Kongresse organisiert haben, gerade in Aalen, haben dann alle unsere Kunden auch Interessenten dazu eingeladen und teilweise waren dort manchmal also auch bis zu 80 Teilnehmer anwesend. War also schon eine schöne Zeit, die jetzt durch Corona natürlich ein bisschen abgebremst wurde. Und dann war noch ein wichtiges Ereignis bei der Bucher GmbH. Ich meine, das war 2012. Da habe ich den Hermann Größer kennen und schätzen gelernt. Er ist ja leider 2021 im Alter von 81 Jahren unter anderem an Corona gestorben. Und in den Jahren unserer Zusammenarbeit hat er aber mir und der Bucher GmbH ganz viele Impulse geliefert. Er hat ein sehr großes Radionik- und Energiemedizinwissen und eine, ja, vermutlich der größten Bibliotheken über dieses Thema. Außerdem war er auch am 10. November geboren, genauso wie ich. Und wir schätzten uns eigentlich, muss ich so sagen, gegenseitig sehr und waren auch weit mehr als Geschäftspartner. Wichtig noch zu erwähnen, sein letztes Buch, welches er noch ein paar Monate vor seinem Tod fertiggestellt hatte, trägt den Namen oder den Titel Super Placebo. Und dieses Buch beschäftigt sich auch mit dem Thema Energiemedizin, Radionik und insbesondere auch äh, Bioresonanz. Und Radionik ist ja die Grundlage unserer ganzen Produkte, die wir haben. Und das würde jetzt vermutlich den heutigen Rahmen ein bisschen sprengen. Das können wir sicherlich im nächsten Video dann nochmal genauer behandeln. Das können wir machen. Also wie gesagt, wir können im nächsten Video zum Beispiel, du hast ja auch, ich sage mal jetzt schon zwei Bücher geschrieben, wenn ich meines, ein E-Book und ein Mhm. Papierform. Und Ja. natürlich das Thema Radionik oder wie das Ganze funktioniert oder was macht, weil die meisten können sich jetzt nichts darunter vorstellen. Das können wir gerne in einem Mhm. weiteren Video machen Ja, und vielleicht als gerne. Langsicht, Aussicht irgendeines dieser Programme mal kurz erklären. Ich weiß, dass mir das in 15 bis 20 Minuten meistens nicht zu Ja, machen geht. schwierig, aber Ich weiß ja wir selber, weil ich müssen den ja Menschen, Wir müssen ja nicht direkt alle Funktionen zeigen. Wir können ja nur Ausschnitte oder den Standardweg durchgehen, dann hält sich das auch in Grenzen. ja, das stimmt. Und es gibt auch Programme, die umfangreicher sind und einfacher. Wie gesagt, du hast das modular aufgebaut, um es gleich mal ein paar Sachen vorwegzunehmen. Also es ist nicht, dass wir ein Programm, also ein Programm mit Hardware, jeder sich kaufen muss, wo er vielleicht bloß von den 100 Funktionen nur 10 braucht. Dann kauft man nur die 10 Funktionen, muss man sozusagen. Das ist gleich mal schon ein Genau, guter Vorteil bei der Buro GmbH, dass man nur das auch haben kann, was man möchte oder auch alles, wenn man mag. Ja, gut. genau. Dann danke ich erstmal für deine Zeit. Ähm, Sehr für deine, gerne. und wir werden uns sehen, wie wir das nächste Thema, vielleicht in 1 oder 2 Wochen, Radionik, Mhm. was das ist. Und dann können wir auch deine Bücher.
ich werde unter dieses Video auch deinen Link zu deiner Webseite drunter machen. Und wenn du Mhm. noch was möchtest, Danke. was noch mit drunter soll, dann schick mir das bitte dann Mhm. noch. Und ansonsten Mache wünsche ich. ich allen Zuhörern und Zuhörerinnen einen schönen Abend, guten Morgen oder guten Tag, je nachdem, wann ihr euch das angeschaut habt. Und bis zum nächsten Mal, euer Uwe von Corsa von Mit und Uwe. Okay, also Wolfgang. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ciao.